freak out. So, also Feueralarm, wir sollten am besten mal die Schule verlassen, denke ich mal, ne? Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Was hat er denn für ein Problem gehabt, der Idiot? Mann, Mann, Mann. Okay, der Direktor wartet auf uns. Naja. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he... You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okay, Nathan melden oder die Wahrheit verbergen. Naja, Nathan läuft hier mit einer Knarre rum. In der Schule. Können wir doch die Wahrheit nicht verbergen. Wer weiß, was er mit der Waffe noch anstellt. Wenn wir melden, dann... Ja, ich melde ihn definitiv. Wer weiß, was der damit macht, der Idiot. Der schien ja auch ein bisschen bescheuert zu sein. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Genau. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? War ja wieder klar, ne? Dass der uns nicht glaubt. Nur weil der zu einer angesehenen Familie gehört, lügen wir natürlich automatisch, ne? Naja. Weil die Familie der Schule wahrscheinlich Geld spendet. Will er sind ja seine Geldgeber hier, ne? Don't wander around here. Get on outside. Ja, aber trotzdem richtig, ihm das zu sagen. Vielleicht hat er ja später noch mal eine Einsicht und unternimmt was gegen Nathan. Den mit einer Knarre rumlaufen zu lassen, kann ja irgendwie auch nicht so das Wahre sein. Ja, die Wahrheit verbergen? Nee, weiß ich nicht. So, ist hier noch was? Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Ich hoffe, der Direktor sagt nicht, dass Max ihm das erzählt hat. Ich hoffe, er bewahrt wegen so viel Stillschweigen und verpetzt uns nicht an Nathan. Dann wäre er aber wirklich ein sehr unprofessioneller Direktor, wenn er auch noch sagen würde, von wem er das hat.
Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Frage mich auch, was passiert ist. So, wen haben wir denn hier? Miss Grant. Hallo, Miss Grant. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Ach, Unterschriften. Aha, okay, wofür? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ja. Sicherlich ist das verrückt. Hat sie auch recht, es sollte schon eine Highschool sein und kein Hochsicherheitsgefängnis. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Hahaha, so alt ist Blackwell. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Na klar, gegen Überwachung. Unterwachung wollte ich gerade sagen. Logisch, gegen Überwachung. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja, Max hat das schon richtig gesagt. Sicherlich ist Sicherheit wichtig, aber Überwachung, naja. Vermisstenposter? Wieso ist nur ein Kreisturm? Posters over posters? Somebody really wants to find Rick. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag, die Bigwoods lassen die Erde erzittern. Die Bigwoods Force Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell-Platz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcadia Bay. So, was haben wir noch? Da gehe ich auch gleich mal hin. Warren. Was will Warren denn jetzt? Moment, wo ist denn hier der Anfang? Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss den Test büffeln. Ignoriere diese Nachricht. Hi Max, kannst du meinen Stick bringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, ich bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Du musst noch ein bisschen warten, Okay, I Warren. better get to my dorm and grab that flash drive. Warren kann warten. Tagebuch öffnen. Wie vielleicht davon gelesen. Doch, kenne ich. 7. Oktober, das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaften Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Die Fliege gerade im Hintergrund. Naja, aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast zum Stuhl gefallen. Ach, diese doofe Fliege. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch einmal aussehen lassen. Sie ist zu fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen. Während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Es ist so cool und ich will, dass ich Erfolg habe. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drohung und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt und mich und Druck auf meinem Kopf.
Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief es wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Ein Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob diesmal das Mädchen von Neven retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Neven auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo. Bevor Neven sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger, das ist witzig, hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells einschritt und David wegscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Director Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumfuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen. Aus offensichtlichen Gründen. Und die Fliege nervt total hier im Hintergrund. Er glaubt mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dabei fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwoods allergrößter Wichtigtuer-Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in den vorigen Zeitschienen ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Und das ist doch schon schön, dass sie schon mal ein Leben damit gerettet hat. David, Madsen. Nee, Chuck Norris, Blackwell Ranger. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen. Oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn. Aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen. Oder etwa nicht. Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. War hier nicht noch der Direktor? Ja. Ich weiß nicht, was Director Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass sie solchen Ärger bereitet? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Er stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol. Aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Okay, hier sind noch Fotos, die wir machen können anscheinend. Kaputtes Skateboard, ein Eichhörnchen, ein Vogel, ein Wohnwagen, Sonnenuntergang. Na, mal gucken. Was haben wir hier? Ein Graffiti. Wow! Ich dachte eine Ratte. Aber okay, ein Eichhörnchen. Eine Ratte. Oh, that's not nice. Der arme Otter. Poor little otter. Was ist hier? Was ist hier? Ew, gross. At least switch to e-cigs. Ah, die Raucherecke. They sure get a lot of mileage out of otter power. Otter sind flotter, Schwimmteam 2012. Otter power? I'm so not there. And this is where the otters perform their aquatic magic. Ein Flugblatt. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Echt? Zu viel Information, lebe in der Gegenwart. Multitasking beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum 380 Freer Road, Arcadia Bay, Oregon. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt,
hält sich für einen schlechten Menschen. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche www.bullyforyou.org. Wir stehen hinter dir. Bibelkreis, auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen. Danke und Gott segne dich. Was gerade Kate? Ja. Kate Marsh at Blackwell Academy. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Ach so, naja, Warren kann noch ein bisschen warten. Now I have to go back to the dorm. This day never ends. Der Tag wird auch enden. Macht. Was war das? Hoch. Entschuldigung. Hinsetzen? So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Ach, Maxine, du hast doch noch dein ganzes Leben vor dir. Aber schön, dass man sich einfach mal so hinsetzen kann und die Gedanken schweifen lässt. Finde ich gut. Brooke, was macht sie hier? Hey Brooke, ne? Brooke actually has a drone? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Nein, warum nicht? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Kann ich das eigentlich zurückspulen? Ich meine, Tasche? Ganz unrecht hatte Max ja nicht. Drohnen sind ja nicht zwangsläufig eine Waffe, aber sie können dafür missbraucht werden. Kann ich etwas anderes antworten? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Okay, nochmal zurück. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? a weapon, right? Schade, ich dachte, man kann das Gespräch noch in eine andere Richtung lenken, aber okay. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks Andererseits, a bit nerdy, though. nochmal zurück. Was ist, wenn ich erst in ihre Tasche schaue und dann mit ihr rede? Ist da vielleicht... I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Vielleicht finden wir dort Informationen, um... ja, dieses Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. What a complicated name for such a tiny drone. Highfly before net. Wenn sie uns jetzt fragt, was wir drohen, dann sagen wir, na klar, Highfly, bla bla bla. Hey, was war das denn gerade? Mal gucken. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone?
Ah, genau. Hat geklappt. Das ist eine Highfly-Drohne. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around Verdammt, ich wollte noch campus. was anderes machen. Wow, cool. Kann ich die steuern? Ich würde gerne mal zum Büro des Direktors fliegen. Geht das? Nee, ne? Ne, ich glaube, der steuert sich von alleine. Schade. Ich warte noch mal kurz, mal gucken, wo sie hinfliegt. Ich muss sowieso noch mal die Zeit zurückspulen, weil ich nämlich in ihrem Rucksack gewühlt habe und das würde ich gerne so weit rückgängig machen eigentlich. Ja, mache ich auch erstmal. Hihi. So, noch mal kurz zurück, Max. Ich glaube, das muss auch noch mal zurück. So. I'm almost sure Warren has the same bag. Nochmal reingucken. What a complicated name Okay. for such a tiny drone. Das würde ich... Eigentlich wollte ich das wieder ungeschehen machen. Jetzt mit ihr sprechen. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high-fly drone. Model B400 EV. You're full of surprises. I love aerial photography. Most impressive, Max. Warren said you were Here, Okay, gut. give the drone a whirl around campus. Mich hat vorhin nur das Zeichen da irritiert, dass das wieder Konsequenzen hat. Das war doch, glaube ich, das Zeichen, oder nicht? Oder war da bloß zum Zurückspulen Zeichen? Ich weiß nicht mehr so genau. Ich wollte nur nicht, dass das Konsequenzen hat, dass wir in ihrem Rucksack geschnüffelt haben. Und jetzt fliegen wir zur Umkleide der Mädchen. Ich kann sie leider nicht steuern, nein. Schade eigentlich. War das nicht der Typ auf dem Foto? Okay, ich glaube, jetzt kommt wieder dasselbe. Gut. Danke, Brooke. War lustig. Kann ich nochmal mit dir sprechen? I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Ja. Here, give the drone a whirl Ach around so, campus. okay, gut. David Madsen, alias Chuck Norris.